Hallihallo und willkommen zu Java. Dieses Mal möchte ich weitermachen mit dem Baum. Und ja, wir haben letztes Video und das davor haben wir diesen Baum programmiert. Hier eine Insert-Methode gemacht, nochmal eine Insert-Methode, die wir halt gebraucht haben. Dann haben wir die Höhe berechnet und wir haben die Anzahl an Elementen in unserem Baum berechnet. Und jetzt möchte ich Folgendes tun. Ich möchte den Baum als String ausgeben, beziehungsweise einfach mit sysout sozusagen. Aber machen wir das Ganze als String und dann funktioniert es auch einigermaßen. Ich werde das Ganze hier unten hinpacken und die nennt man normalerweise, habe ich euch ja glaube ich schon mal gesagt, ToString-Methode. Die hat jede vernünftige Klasse standardmäßig eigentlich von Java direkt bekommen. So, und was wir jetzt hier machen, ist folgendes. Wir wollen unseren ganzen Baum ausgeben als String. Okay, dazu müssen wir wollen ihn ja sortiert ausgeben. Also wir haben ja jetzt hier beim Einsortieren haben wir darauf geachtet, dass links alle kleineren Elemente stehen und rechts immer alle größeren. Wir wollen jetzt das Ganze als sortierten Baum ausgeben. Okay, dann sagen wir es mal so. Wir fangen an, indem wir mit der Wurzel, wie immer. Also wir sagen, wenn die Wurzel null ist, ich habe sie Root genannt, ähm, wenn die null ist, dann wollen wir ausgeben return leerer Baum. Und ansonsten haben wir ja irgendwelche Elemente. Okay. Das heißt, wir wollen hinzufügen, wir return direkt mal. Und dann wollen wir natürlich hinzufügen, was in der Wurzel drin steht. Aber links davon sind ja die kleineren Werte. Das heißt, wir sagen zuerst mal, okay, ähm, toString von der Root Punkt links, also wir wollen ja den linken Teilbaum zuerst ausgeben, weil der ja kleiner ist. Und dann sagen wir, okay, dann geben wir den Wert von der Wurzel aus, indem wir einfach aber mal so machen. Ja, einfach mal ein leer rein oder von mir aus ein Semikolon oder sowas. Und dann geben wir die Root aus, indem wir Root.Wert machen. Dann sagen wir wieder Semikolon und dann geben wir den Teil vom rechten Baum aus, weil der ist ja größer. Das heißt, wir geben das Ganze sortiert aus. ToString vom Root.rechts. So. Und jetzt tun wir das Ganze mal wieder, wie wir es schon die ganze Zeit davor gemacht haben, in eine zweite Methode packen. Ja, wobei ich brauche nur den Teil hier. Wo haben wir es? Create Method. Die kann natürlich ruhig privat sein, das ist völlig in Ordnung. Und wir wollen das ganze Ding aber nicht links nennen, sondern es ist unser Parent. Und wenn das Parent null ist, wollen wir diesmal nicht einfach leerer Baum ausgeben, sondern wir wollen gar nichts ausgeben, einfach nur einen leeren String. Dann kommt natürlich hier immer noch das Semikolon, aber das ist ganz okay, wenn wir ganz am Schluss ein Semikolon haben. Das stört mich persönlich, wird es jetzt nicht stören. Man kann sich dann natürlich noch Gedanken drüber machen, wenn es einen stört. Gut, und dann können wir hier einfach noch Return to String machen, wieder mal von der von der Parent linke Seite und von der Parent rechte Seite und natürlich vom Parent Wert. Und dann kriegen wir das Ganze hier als sortierten Baum zurück, so wie wir es schon die ganze Zeit davor gemacht haben. Sortieren funktioniert ziemlich genau gleich. Wir können hier natürlich jeweils, also hier eine Array-Liste oder ein Array zurückgeben, das uns die ganzen Sachen gleich einfügt. Und hier können wir das natürlich genauso machen. Also wir haben es ja jetzt mehr oder weniger eigentlich schon sortiert, indem wir es hier jeweils ausgegeben haben. Ich glaube, das Schema sollte klar sein. Was ich jetzt aber eigentlich noch mit euch machen will, ist folgendes. Und zwar haben wir hier das Problem, dass unser Baum nicht balanciert ist. Also unser Baum kann hier weitergehen mit, wo haben wir es? 1 und dann kann er hier noch weitergehen mit, Sekunde, ich habe sofort, mit 0. Und hier auf der, also jetzt ist die linke Seite 4 hoch und die rechte Seite ist gerade mal 2 hoch. Das wollen wir nicht. Wir wollen möglichst gleich verteilte Bäume, dass wir
wenn wir sortieren oder suchen, dass wir dann überall möglichst gleich weit sind, weil wir wollen ja, wenn wir suchen, möglichst schnell unten angekommen sein. Die optimale Höhe von diesem Baum ist übrigens Logarithmus von der Gesamtanzahl der Elemente, also log n, was natürlich ziemlich geil ist. Und so haben wir jetzt hier 4, bis wir die Null gefunden hätten. Und ja, wenn wir jetzt den ganzen Baum balancieren, hätten wir Logarithmus von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also Log 6 ist deutlich kleiner als 4. Das heißt, wir wären deutlich besser dran. Also wollen wir den ganzen Baum, ja, was müssen wir dazu machen? Wir müssen rotieren, nennt sich das. Und das kommt daher, ich zeichne hier gerade mal noch einen neuen. Äh, so, und zwar, ähm, wir haben mehrere Möglichkeiten, eigentlich nur zwei Möglichkeiten im Wesentlichen. Wir haben hier unseren Baum. Ich zeichne den jetzt mal so, ohne diese Pfeile, das geht mir gerade zu lang. Und das soll natürlich so passen, damit ihr es auch noch seht. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, okay, wir rotieren, indem wir das so machen. Sekunde, ich habe sofort. So, wenn wir jetzt diesen Baum hier so rotieren, dann kommen wir, also quasi im Uhrzeigersinn, dann kommen wir quasi hier so raus. Sagen wir mal, hier ist 1 drin, hier ist 2 drin und hier ist 3 drin, zur Einfachheit halber. Dann steht am Schluss nach dem Rotieren hier 1 drin, hier steht 2 drin und hier steht 3 drin. Und die ganzen Dinger sind wieder so verbunden miteinander. Durch einmal rotieren. Und schon ist der Baum balanciert. Gut. Dann haben wir noch eine zweite Möglichkeit. Das ist ein bisschen eine kompliziertere. Wenn wir das so haben und dann haben wir hier einen und dann haben wir hier unten wieder einen. Ich hoffe, ihr seht den noch. Sollte aber eigentlich reichen. Und wir haben hier 3 drin. Hier haben wir 1 drin und hier 2. Dann müssen wir das natürlich zweimal rotieren. Nämlich erst einmal nach links, damit wir auch, also, Sekunde. Erstmal die beiden, Moment, wo ist mein, jetzt, die beiden hier links rotieren. Ups. Und dann den ganzen Baum wie hier oben schon einmal rechts rotieren. Durch diese Linksrotation kommt man hier so raus, indem man das so wieder rauskriegt. Also, wartet, ich zeichne das mal gerade anders ein. Wir haben das so. Und dann haben wir das Ganze so. Wenn wir schon hier sind, brauchen wir natürlich nur einen Schritt machen. Das ist ja das Tolle. Gut, und das möchte ich jetzt mit euch implementieren. Das wird ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich brauche nicht allzu lange dafür. So und so. Also, machen wir mal weiter hier mit dem Rotieren. Also zunächst einmal wollen wir den Fall erkennen. Deswegen schreibe ich hier mal eine Methode public void. Es gibt ja nichts zurück. Es balanciert uns bloß unseren Baum. Balance. Und die nimmt auch überhaupt keine Argumente, sondern wird einfach nur aufgerufen. Und was die jetzt tut, ist folgendes. Wir fragen ab, okay, haben wir diesen Fall hier oder haben wir diesen Fall? Beziehungsweise genau dasselbe gibt es ja natürlich auch noch auf der rechten Seite. Und das müssen wir in unserem Code leider alles unterscheiden. Also fangen wir mal an. If. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt brauchen wir noch die Bedingung. Und dazu müssen wir erstmal unsere Höhe-Methode in unseren, ja, hier rüber pflanzen, unsere Node, damit wir die auch wirklich da zur Verfügung haben. Also gehen wir mal hierher und sagen, so, public int Node, public int Höhe liefert mir this Punkt links ungleich, upsala, ungleich null, dann kriege ich hier die Höhe vom linken Teil und gebe hier wieder 1 zurück. Und hier muss ich natürlich dann darauf achten, dass ich nicht Höhe von diesem Teil aufrufe, sondern einfach this.links.höhe. Hätten wir auch direkt mal so machen können, aber ich wollte euch das auch noch anders zeigen. So, und hier machen wir genau dasselbe mit dem rechten Teil, logischerweise. So, und jetzt haben wir hier schon die Höhe auf die Nodes ausgelagert. Okay, das heißt, wir machen hier direkt mal weiter. Wenn im linken Teilbaum die Höhe, naja, sagen wir mal, 1 höher ist, dann macht uns das ja nichts. 1 ist völlig erlaubt, aber wenn im linken Teilbaum die Höhe 2 höher ist, 2 ist so diese magische Zahl, dann müssen wir balancieren. Also wenn die Differenz 2 ist oder größer als 2. Größer wäre natürlich doof. Dann müssen wir nämlich mehr als einmal balancieren.
aber das sollte eigentlich niemals vorkommen, weil wir einfach immer direkt nach dem Einfügen diese Balance-Methode aufrufen und dann passt die Sache schon wieder. Okay, also sagen wir this.root. Links. Also wir sagen hier quasi, achso, und wie wäre es, wenn wir das Ganze einfach direkt in die Insert-Methode reinpacken, weil ja, das wäre für uns einfach irgendwie praktischer, nicht wahr? Okay, hier muss man natürlich noch nicht drauf achten, weil wir hier eine Root haben, das heißt, wir müssen es nur hier unten machen. Gut, und hier fügen wir einfach nur den Wert links rein, das heißt, wir haben hier links null und müssen es auch noch nicht beachten. Hier müssen wir allerdings drauf achten. Okay, ähm, hier müssen wir jetzt erstmal gucken, also wir haben ja jetzt hier geguckt, ob der Wert größer gleich dem Value ist. Das heißt, wir fügen es links ein und da wir links schon was haben, ähm, unten drunter rekursiv das neu erstellt. So, jetzt müssen wir hier unten drunter nach dem Einfügen, wohlgemerkt bitte, müssen wir jedes Mal, also quasi in jeder Rekursion, deswegen packe ich das gerade in diese Methode hier oben, müssen wir gucken, ob der linke Teilbaum größer ist als der rechte, denn wir haben es ja gerade an den linken eingefügt. Und wenn der rechte jetzt, ja, wenn der rechte jetzt kleiner ist, dann müssen wir das natürlich wieder drehen. Also sagen wir folgendes: if und dann müssen wir schon hier auf die Höhe zugreifen. Wartet kurz, wie habe ich es genannt? Parent.links. Punkt Höhe minus und dann die rechte Höhe dranhängen. Parent Punkt rechts Punkt Höhe. Wenn das 2 ist, also das heißt, wir haben links zwei Elemente, mehr, maximal zwei Elemente mehr als rechts. Also auf dem maximalen Baum links haben wir zwei Elemente mehr. So, dann müssen wir balancieren. Ansonsten müssen wir gar nichts machen. Okay, also fangen wir an mit Balancieren, indem wir sagen, ja, wir vergleichen es erstmal wieder. Also wenn der linke Wert, den Wert, den wir übergeben bekommen haben, wenn der übergebene Value, kleiner ist als der des linken Childs von unserem Parent gerade, also Parent. Ähm, links. Wert brauchen wir nicht. Upsala, jetzt habe ich die Klammer gelöscht. Also wenn der Wert kleiner ist als 0, dann müssen wir sagen, okay, Parent ist gleich. Und dann müssen wir rotieren. Wir müssen quasi unser Parent verändern. Also wir rotieren ja immer um das Parent rum, seht ihr ja hier. Wir sagen, okay, hier ist das Parent die 3. Wir rotieren um die 3 rum und verändern die und machen die zur 2. Und hier rotieren wir auch wiederum um die 3. Da machen wir dann die... Ja gut, da rekursieren wir dann nochmal rein. Gut, das heißt, wir sagen hier Parent gleich, wir nennen es einfach mal Rotate with Left Child. So. Ups. Und was wir übergeben ist die Parent Node. Und dann haben wir natürlich noch den zweiten Fall. Ja, dann müssen wir zweimal rotieren. Das heißt, wir sagen Parent gleich Double Rotate with. Und dann müssen wir aber mit dem rechten Kind rotieren, weil ja der Wert größer ist als der vom linken. Also Double Rotate with Right Child. Sehr lange Funktionennamen, aber sie sollen ja schön aussagekräftig sein. Hier übergeben wir natürlich auch wieder das Parent. Okay. Analog hier unten natürlich. Ja. Also wenn, wo waren wir hier? Parent. Rechts gleich New Node. Ja, dann geht es hier natürlich weiter. Wir sagen, wenn die Höhe, also wie oben auch, wenn die Höhe vom rechten
Parent. Rechts. Also im Prinzip können wir das hier oben kopieren. Wir haben das hier schon eigentlich einmal geschrieben, das reicht ja wohl. Nur müssen wir jetzt hier natürlich die Minus vorne dran setzen, also wenn die linke Höhe minus die rechte Höhe, wenn hier die rechte Höhe höher ist, dann passiert Folgendes. Dann vergleichen wir hier nochmal. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich keinen Copy-Paste-Fehler mache, den ich schon gemacht habe. Gerade in diesem Moment, als ich hier eingefügt habe und nicht hier unten. Wir haben es ja hier oben auch unter die Insert-Methode geschrieben und hier oben, das kümmert uns eigentlich nicht. So, jetzt. Stimmt schon eher, jetzt brauchen wir hier wieder das Minus. Und dann sagen wir hier Value. Also wir sagen hier aber allerdings natürlich mit rechts. Wenn der Wert, dann brauchen wir aber ein größer 0 hier. Weil wir sind ja auf der anderen Seite, hier geht ja das ganze gerade quasi analog dazu, nur halt andersrum. Hier wollen wir mit dem rechten Kind rotieren und hier wollen wir doppelt rotieren mit dem linken Kind. Also ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wenn nicht, malt euch bitte diesen Baum dazu auf und diese Pfeile. Ich kriege das in Paint nicht so ganz so gut hin. Ja. Gut, also. Wir sagen hier dann genau dasselbe wie oben analog dazu und jetzt wollen wir dieses Parent neu setzen. Dazu brauchen wir diese ganzen Methoden hier. Ich fange mal an mit der Rotate with Left Child, der von hier oben. Hier unten hat es schon kreiert. Perfekt. Private Node Rotate with Left Child nimmt einen Node Parent. Sehr schön. Okay. Dann nennen wir das einfach mal K2 hier. Und geben nicht null zurück. So. Und jetzt sagen wir, okay, wir erstellen uns eine Node K1 und setzen die auf K2.left, links. So. Also wir rotieren jetzt quasi einfach rum. So wie wir das auf dem Blatt auch gemacht haben, beziehungsweise im Paint. Und dann sagen wir K2.links. Das ist ja jetzt aktuell schon in unserer Zwischenspeichernote, Note zwischengespeichert halt. Also sagen wir K2.links, können wir überschreiben mit K1.rechts. Also mit ursprünglichem K2.rechts. So, und dann sagen wir aber wiederum K1.rechts hat rechts hat keinen Wert. Das heißt, wir weisen K1.rechts K zu, nicht K, K2 weisen wir zu. So. Und dann sind wir hier auch schon fertig. Und was geben wir zurück? Natürlich K1, denn das ist jetzt unser neues Parent, um das wir rotiert haben. Gut. Nächster Fall. Wo sind wir? Ich würde sagen, wir machen erstmal die einfacheren Fälle. Hier Create Method. Gut. Ja, läuft relativ ähnlich. Ich hoffe, ihr kommt noch nach und schaltet jetzt nicht gleich ab. Wir drehen wieder mal. Wir sagen hier allerdings K. Achso, ich habe ja hier den Namen noch nicht angepasst. Hier nennen wir das Ganze jetzt K1, damit wir auch einigermaßen klarkommen, weil wenn man die so bezeichnet, dann kommt man vielleicht. Malt es euch auf, dann sieht man das relativ gut. So, Node K2. Okay, was machen wir jetzt? Wir erstellen uns eine neue Node und weisen der erstmal den Wert von der rechten Node, die wir eben als neues Parent haben wollen. Ja. Verzeiht bitte. Gut. Dann weisen wir die wir gerade überschrieben haben, weisen wir der linken zu, K2.links. Dann wiederum sagen wir K2.links ist gleich K1 und sind mal wieder fertig und geben das Ganze zurück. Return K2. Unsere neue, habe ich das jetzt richtig gemacht hier? K1.rechts gleich K2.links, da kann man mal leicht durcheinander kommen. K2.links gleich K1. Sehr schön. Okay. Da kann man sehr leicht durcheinander kommen, wie ihr seht. Vor allem, wenn man nebenher noch irgendwas babbelt. Gut, dann machen wir hier weiter.
Wir kreieren uns eine neue Methode, die hier Double Rotaten soll. Also quasi das, was wir hier gemacht haben. Okay, wie immer gilt die Aufforderung, malt euch bitte auf. So, also wir machen hier eigentlich mehr oder weniger, wie ich schon gerade gesagt habe, eine Kombination aus links und dann rechts. Das heißt, wir wollen sagen K3, ja, wir bekommen hier K3 rein und K3.links ist genau das, was rauskommt, wenn wir rotieren. Also wenn wir rotate with, jetzt muss ich kurz gucken, with right child aufrufen über K3.left oder links in unserem Fall. So, also wir rotieren hier quasi einmal rechts über unser linkes Kind. Hier, wir rotieren einmal nach links über diese 1. Gut. Und dann tun wir das Ganze wieder in Ordnung bringen, weil jetzt stimmen ja wobei doch die Werte stimmen sogar noch. Dann machen wir genau das, was wir ursprünglich machen wollten. Jetzt sind wir in dem Fall hier oben. Wir sagen Return und rotieren mit dem linken Kind. Rotate with left child über K3. So, das war Rotate with right child, genau. Und jetzt machen wir noch analog die Rotate with left child und sind dann auch schon fertig. Also es ist eigentlich nicht so einfach. Wie gesagt, malt euch die Bilder dazu auf, wie das Ganze rotiert wird. Ich bin jetzt schon über 20 Minuten, das tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Hier sagen wir wieder, wir kriegen K1 rein. Also eigentlich ist wirklich diese Methode sehr, sehr ähnlich zu der Double Rotate da unten. Und die hier ist quasi dasselbe wie die hier. Und wenn man sich aufmalt, dann kommt man da echt gut rein. Also K1 Punkt rechts ist gleich wieder die Rotation mit unserem diesmal natürlich linken Child, weil wir ja hier auf der rechten Seite sind. Okay, K1 Punkt rechts kommt da rein, genau. Und dann sind wir schon wieder quasi fertig. Wir rotaten nochmal schön. Und zwar mit dem Right Child über K1. Und sind fertig. Sehr schön. Und was wir jetzt erreicht haben, ist wirklich viel, viel wert. Jedes Mal, wenn wir eine Node einfügen, wird unser Baum gleich ausgeglichen. Also wir haben keinen so einen Murks, wie wir gerade vorher hatten, sondern wir haben wirklich immer links und rechts möglichst gleich lange Bäume und fügen immer so an, wo wir wollen. Also wo dann quasi unser Baum ausbalanciert ist und nicht irgendwie einknickt oder sowas. Und es spart wirklich einiges an Laufzeit, vor allem bei langen Bäumen. Da dauert das Aufbauen von den Bäumen dann halt eine Weile, aber wir können quasi in 0, nix können wir irgendwelche Werte finden, in 0, nix können wir das ganze Ding sortieren, weil alle Bäume gleich groß sind. Also alle Teilbäume immer gleich groß sind, also links und rechts. Oder fast gleich groß. 1 Differenz ist natürlich erlaubt, sonst könnten wir gar nichts anhängen. Ja, war ein sehr langes Video, ein sehr theoretisches und doch, glaube ich, ziemlich cooles Video, weil damit kann man echt einiges machen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked, abonniert und kommentiert bitte. Ich freue mich da immer drüber. Ansonsten sehen wir uns oder hören uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.